Guten Morgen! Das Geschirrtuch ist fast komplett trocken und sonst haben wir super geschlafen. Wir haben jetzt ohne Aufwand ein warmes Frühstück, weil die Milch halt über Nacht genau neben dem Heizungsschlauch gelegen ist und somit warm ist. Und das Wasser ist warm zum Zähneputzen und es ist einfach perfekt. Es ist einfach perfekt. Dachzelt ist zu, Geschirr ist abgewaschen, jetzt wollen wir noch Zähne putzen und dann geht's weiter. You walk on in, don't say a word, you know. Your head and look away, eyes so pretty. I stare you down, you smile at me. It gives me shivers to the bone. Yeah. Just another castaway in my days as I daydream constantly. Die Farben sind so unglaublich schön. Dieses blaue Wasser und die gelben Wiesen, rote Sträuche. Chased over to you to make some small talk, and you ain't here for that at all. Where you're supposed to go when you don't wanna talk to anyone. Da stehen einfach Autos am Dach, also Autowracks. Da ist mitten auf der Landstraße, also man darf 100 fahren und in einer Kurve ohne Warnschilder ist eine anscheinend inoffizielle Bodenwelle. Wir hatten das Glück, dass jetzt zweimal vor uns ein Auto gefahren ist beim Rauf- und beim Runterfahren jetzt. Aber sonst, glaube ich, hätten wir sie nur so schwer da bremst. Ja. So arg. Wir haben da jetzt nochmal extra umgedreht und zwar da rechts unten ist dieser schöne klare Fluss und in der Biegung da vorne ist einfach eine mehr oder weniger öffentliche Müllkippe. Wo man einfach den Müll reinkippt. Also es ist extrem befremdlich für uns. Und da drinnen suchen die Hunde noch nach Essbaum. Ja. In this hourglass of time, whoa, yeah. I chased over to you to make some small talk, and you ain't here for that at all. Where you're supposed to go when you don't wanna talk to anyone. You cut me short, you cut me off. I'm just another castaway in my days as I daydream constantly. Yeah, yeah, whoa. You got me running up in my, not taking life too seriously in this hourglass of time. Whoa, yeah. Darling, won't you walk the final line of love with me? Won't you walk the final line of life with me? Yeah, won't you walk the final line of life?
Also eine Waschmaschine, die da transportiert wird. Nachdem man das Tanken nur bar zahlen kann, hebt die Karin gerade ab. Und 75 € sind 10.000 albanische Lei, glaube ich, ist die Währung. Aber auf jeden Fall 10.000 hebt sie jetzt gerade ab. Das ist so eine verrückte Summe für uns, vor allem für einmal volltanken. Wir fahren jetzt schon so lang in dieser Landschaft da, weil ich weiß nicht, seit 100 Kilometern oder sowas hat sich eigentlich nicht viel geändert. Und es ist so unbegreiflich für uns, dass halt auch in Südeuropa gibt es diese unendlichen Weiten, wo halt kilometerlang nichts bewohnt oder bebaut ist und einfach nur diese schöne Hügellandschaft mit einer einzigen Straße durchzogen. Echt, echt schön und beeindruckend. Ich bin noch ein bisschen krank und würde gerne mal eine Dusche nehmen und alles abwaschen und deswegen nehmen wir heute eine Unterkunft und richtig gut ausruhen. Ja, und also wir sind jetzt in Shkodra, ist auch eine ganz schöne Stadt. Im Innenhof gibt es einen Parkplatz, wo wir uns hinstellen können. Es stehen 2 Autos im Parkplatz. Einer davon. Ein Defender? Wirklich? Cool. Passt alles sonst? Ja. Wir sind jetzt im Hotel und mir geht es nicht so gut, deswegen haben wir gefragt, ob sie das Abendessen, also ob wir es auch mitnehmen können. Und der hat gemeint, ja, ich bringe es ihnen sogar aufs Zimmer. Mahlzeit. Guten Appetit. Du bist jetzt schon krank? 4 Tage? 5 Tage? 5 Tage, ja. 5 Tage. Ja, es war schon wieder besser und jetzt geht es wieder schlechter. Sollten wir wahrscheinlich was machen. Wie hat sie es überleben? Ihr seht es in der nächsten Folge. Jetzt hoffen wir, dass es über Nacht noch auf wundersame Weise besser wird. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Es hat leider keine spontane Wunderheilung über Nacht stattgefunden. Karin war jetzt bei der Apotheke und hat ein Augmentin-Antibiotikum. Man muss nur den Namen wissen vom Antibiotikum. Als Check halt, dass man es schon mal hatte, damit man nicht auch allergisch ist und dann bekommt man es rezeptfrei. Das ist eine Brücke aus dem mittleren 18. Jahrhundert. Sie heißt Ura-e-Mesit. Sie ist 108 Meter lang und der mittlere Bogen ist 18 Meter hoch. Also es ist riesig. Vor allem für mich, also ich mir damalige Verhältnisse halt vorstellen, muss das wirklich, wirklich cool gewesen sein. Just another castaway in my days as I daydream constantly. Yeah, whoa. You got me running up in my not thinking life is serious. Und das Wasser ist so schön blau. Und leider halt wie für Albanien und einige andere Staaten, wo wir jetzt schon waren, auch so schön es auch ist überall, wo man hinschaut, nur Müll. Plastikmüll hauptsächlich. Und da in den Bergen, noch weiter hinten, da liegt Tet. Und da wäre ich so gern hingefahren, Offroad. Also es ist schon eine Straße, aber es ist eher eine Offroad-Straße. Und ja, das soll also super sein als Offroad-Route. Aber das geht sich jetzt zeitlich leider nicht mehr aus. Eine Sachertorte und ein Café noch. In einem echt schicken Café mit einem noch schickeren Ausblick. Und das ist die Burg gleich neben Shkodra. Vor uns wäre ein Jeep aus Kanada. Und? Kein Problem. Kein Problem, wir dürfen fliegen. Ja, das ist super. I chased over to you to make some small talk, and you ain't here for that at all. Where you're supposed to go when you don't wanna talk to anyone. You cut me short, you cut me off. I'm just another castaway
late in my days as I daydream constantly. Yeah, Das ist so toll hier, aber es ist nichts abgesperrt. Man kann überall runterfallen. Das ist so cool. Dani schaut überall hinein. Man kann so weit sehen. Das da hinten ist Škodra. Und der See da, also mitten im See liegt die Grenze Albanien-Montenegro. Dann da noch ein großer Berg und da Richtung links ist dann das Meer. Boah. Das ist der Stephansdom, das älteste Gebäude in der Burg aus dem 13. Jahrhundert. Der ganze Platz hier ist unterkellert. Wenn man da reinredet, dann hallt es so extrem. Es muss so eine große Halle sein dort unten. Und von oben schaut es ganz normal aus. Und dann gibt es mitten im Boden eine Wendeltreppe und die führt echt tief runter. Boah. Das ist ein 2-Stöcke-Tal. Da geht es nochmal so weit runter. Und man kann immer, unten gibt es einen Ausgang. Boah. You got me running up in mud, not taking life too seriously in this hourglass of time. Whoa, yeah. Also der Besuch hat sich voll ausgezahlt. Ja. 1,50 € pro Person gezahlt. Und es ist ganz beeindruckend. Das ist so beeindruckend. Also wirklich, ich bin kein Burgenfachmann, aber ich finde Burgen extrem cool und es ist so beeindruckend. Man kann alles anschauen, alles angreifen, überall hineinrufen. Castle of Rozafa Ja. in Škodra in Albanien. Definitiv, wenn man in der Nähe ist, ein Must-See. Vor allem in der Nebensaison. Mhm. Auf dem Straßenwegweiser da sind Zagreb, Ljubljana, Wien, Prag und Berlin angeschrieben. Und das ist alles schon sehr, sehr weit weg. Von Valbona nach Škodra sind wir ja 160 Kilometer kurvige Bergstraße gefahren. Jetzt fahren wir das erste Mal ein bisschen länger als 2 Sekunden, 100 km/h. Ja, die Reifen sind perfekt gewuchtet, also man merkt gar nichts. Natürlich sind sie lauter, das war zu erwarten. Aber ja, sonst, die Fender fährt sich immer noch so agil wie eine Autofähre. Vom Wuchten her haben sie es gut gemacht. Eurogoma im Kosovo. Top. Und da ist schon die nächste Burg und Albanien generell, die Landschaft ist so schön, weil es gibt so viele kleine Berge und Anführungszeichen. Wie hoch werden die sein? 500 bis 800 Meter schätze ich jetzt einmal. Das ist echt schön, wenn sie halt so ganz viele verteilt sind. Dazwischen ist so eine Ebene. Ja. Boah, schau mal, ein McLaren. Und jetzt geht's ab auf die Fähre. Wir sind am Meer und wir wollen uns wieder mal bedanken, und zwar etwas verspätet bei Gerli und Willi. Dankeschön. Speziell Tack till Magnus in 4. Der Matthias hat uns wieder gespendet, noch immer nicht mein Bruder. Und der Lars hat uns auch unterstützt, vielen, vielen Dank. Und dann noch der Frank, der uns auch schon bei den Reifen unterstützt hat, und der Paul, die neue Patrons geworden sind. Das freut uns ganz besonders.
Vielen, vielen Dank, das finden wir echt cool. Und ja, generell, es war auch sehr schön in Wien zu sehen, wer alle wirklich zuschaut, also von unseren Verwandten und Familien und Freunden. Und ich erkläre jetzt mal ein bisschen unseren Plan, weil wir jetzt möglichst schnell nach Marokko wollten. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich auch übermorgen schon sein. Und die Inseln Sizilien, Sardinien werden wir dann erst später machen. Und das heißt, wenn das jemand sieht und auch gerade in Marokko ist, bitte melden, bitte Kommentare schreiben oder E-Mail schreiben. Vielleicht können wir uns ja treffen und zusammenfahren, das wäre cool.